Hey, was geht ab? Ich bin AJ, ich bin Mary und zusammen sind wir Team Rocket. Ich sag euch, wenn die Belichtung nicht gut ist diesmal. Manchmal sehe ich immer aus wie so ein Brötchen. Was für ein Brötchen? Käsebrötchen, Mohnbrötchen, Laugenbrötchen. So ein Raschball. Mary, das Baguettebrötchen. Now it's your turn to cry. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Bin Ich ein kenn nur- Gummibär. Nee, das Oh kenn ich nicht. ja. Wir sind zurück mit Mary, dem Gummibärchen. Was geht ab, Leute? Mein Name ist AJ, ich bin hier mit der wundervollen Mary Rain Hallo. Tattoo. Was geht What's up? ab? Heute sprechen wir über Blumentattoos oder Flower-Tattoos oder Floral-Tattoos oder Peonies und Roses und wie sie auch alle heißen. Seit Jahren ein ungebrochener Trend, der auch sehr, sehr nice ist. Was hältst du von Blumentattoos? Ganz neues Thema für dich. Ganz neues Thema für mich. Also ich bin ja bekanntlich ein großer Fan von Blumentattoos. Ich habe damals ja meine Seminararbeit in der Schule sogar über Blumentattoos geschrieben einfach. Ich habe mir so gedacht, okay, wie kann ich diesen Task von Seminararbeit schlau umgehen und über was schreiben, was mich eigentlich interessiert. Und dann habe ich das irgendwie hingebogen und so erklärt, dass es Sinn macht, dass ich darüber schreibe. Ich habe diese Seminararbeit sogar noch. Die war aber richtig schnell. Ich hab, weißt du, ich habe auch gar nicht richtig geresearched. Überhaupt nicht. Ich hab sie Anstatt von gelesen. Stencil-Papier habe ich geschrieben mit einer Art Backpapier. Macht mal Stencil. Richtig dumm. Du siehst nur die professionellsten Mitarbeiter bei Mami, I'm sorry. Oh mein In besten Gott. Händen. Bitte klick hier, um einen Termin bei Mary Rain auszumachen und bring Backpapier mit. Wir reden über Blumentattoos heute. Ja. Was sind Blumentattoos? Was macht Blumentattoos besonders? Und wieso lieben wir sie? Ja gut, also ich finde, Blumentattoos sind halt sehr vielfältig. So, du kannst die in ganz vielen verschiedenen Stilen machen. Du kannst die in Oldschool machen, du kannst die in Fineline machen, Japanese, Color, Black and Grey. Du kannst super viel damit machen. Klein, groß, ganze Körper, nur ein bisschen zu anderen Motiven dazu. Die Möglichkeiten sind endless. Endless. Heute sprechen wir über Fineline, Linework, Blumentattoos. Wir haben ganz viele Artists, die sich darauf spezialisiert haben. Von zum Beispiel Olga Ocean, Yarina, natürlich Mary Rain, Roma die Tattoo und wie sie alle noch heißen. Was macht so ein Fineline-Blumen-Tattoo aus? Also ich finde, was gerade an den Fineline-Blumentattoos so krass ist, ist, dass die immer so schön fein und feminin wirken. Also wirklich, ich habe sehr, sehr viele weibliche Kunden, die gerade deswegen zu mir kommen, weil es auch wie so ein Schmuckstück ist fast schon. Also ich finde, die Blumen müssen nicht zwingend für was stehen, aber du kannst eine Bedeutung dahinter setzen, weil jede Blume hat ja auch irgendwie so die Bedeutung oder eine Person, die dir wichtig ist, hatte eine Lieblingsblume. So, du kannst da so viel mitmachen. Plus zum Thema Schmuckstück, du zeichnest ja oder du passt es ja auch nochmal am Körper an und du kannst einen schönen Flow mit reinbringen. Da hast du diese ganzen Hüftblumen, die dann einen schönen Flow drin haben oder irgendwie am Arm sich umherringen, am Hals sehr geil. Ja. Und ich finde auch jedes Blumentattoo hat nochmal so für sich manchmal so einen eigenen Style so komplett und Schmuckstück trifft es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja, voll. Ich finde auch. Also gerade dieses, was du schon angesprochen hast, mit dem, dass man so den Flow vom Körper mitnehmen kann, finde ich mega. Eben weil so, du hast halt bestimmte Muskeln am Körper und wenn man das Motiv an die Form anpasst, dann sieht es wirklich so aus, als würde das da hingehören. Und ich liebe das bei Blumen gerade. Oder auch wenn du schon mehrere Tattoos hast und irgendwie eine Lücke dazwischen hast, kannst du super das anpassen von der Form her, dass es perfekt in diese Lücke passt. Deswegen, die sind halt super wandelbar, die Motive. Super wandelbar. Es wird Zeit für Fragen. Wir haben Fragen zu Blumenmotiven. Yes. Welche Blumenarten eignen sich am besten? Also am besten eignen sich natürlich so Rosen, Pfingstrosen, Cherry Blossoms sind auch All-time sehr Favorites, gut. ja. Pfingstrosen ist ein Klassiker, finde ich sehr, sehr nice. Was zum Beispiel übel oft angefragt wird, was ich persönlich nicht so nice als Tattoo finde, ist zwar eine schöne Blume, aber ich finde Lilien einfach als Ja, Tattoo kommen nicht rüber. ja, Lilien sind schwer. Und Oder Magnolien. Ja, Magnolien, Ach, Orchideen auch. Sind sehr schwierig, finde ich. Orchideen ganz, ganz schwierig, Ja. aber alles was so, ich finde auch so Blumenranken, einfach so Blätterranken sehr, sehr nice, kannst du geil machen. Ja, voll. Es gibt auch manche, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, ich glaube Nelke heißt es, da passiert super viel. Also die haben super viele Blütenblätter und manchmal hast du halt die Gefahr, dass das dann so in einem Tattoo eher ausschaut wie so ein Salatkopf. So, das passiert auch super schnell bei Blumen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Außer du willst einen Salatkopf haben. Why not? Sind Blumentattoos nur im Moment populär oder schon seit immer? Seit immer. Das
klassische Tattoo-Stereotype nimmst, was ist das? Ja, die Black and Grey Rose. Mit einem Totenkopf von mir Ja, aus noch. Ne? Kompass. Rosen einfach schon immer da gewesen. Ja. Und ich glaube, das verändert sich halt mit der Zeit, weil dein Style hat sich ja auch über die Jahre verändert. Voll. Ja, ich finde es sehr interessant. Also Blumen an sich sind halt super zeitlos, aber es geht immer mit der Zeit mit. Also wie sich die Stile verändern, so verändern sich auch die Blumenmotive. Ich finde es voll interessant so zu sehen. Und ich glaube auch, wenn du dir jetzt zum Beispiel 2010 ein Motiv gestochen hast, das ist 2020, 2030 immer noch cool, weil es halt ein Zeitzeuge von 2010 ist, besser gesagt. Ne? Voll. Und das gleiche wird dann mit Sachen sein, die du dir heute stichst, die sind halt für den heutigen Stand dann up to date, state of the art und stehen auch dafür so ein bisschen und altern mit dir mit. Das finde ich sehr, sehr nice und ich bin ein Fan von Blumentattoos. Also definitiv nicht ein Trend, der einfach nur so kurz aufploppt, wie manch andere Tattoos. Ist es auch als Mann cool, sich Blumen stechen zu lassen? Also ich habe ja vorher gesagt, dass Blumentattoos sehr feminin sind. Also ich finde, an Männern schaut es auch mega aus. So gerade dieses Feinere, wenn es eher in die femininere Richtung geht. Ich mag gerade das, wenn Männer dann sich sowas stechen lassen. Du hast ja auch Männer als Kunden, ne? Ja, die sich stechen lassen. voll. Ich lieb's immer. Also ich finde, da sind keine Grenzen gesetzt. So jedem gefällt, was einem gefällt. Und wenn Männer da Bock drauf haben, so ist ja kein Gender bei Blumen. Ich hab's mir auch schon überlegt, ich habe eigentlich irgendwie Bock hier oder hier so am Hals hoch, yes. weil es halt so eine geile Organik hat. Auch. Du hast ja auch bei Stefan auf dem Arm dieses Blumenmotiv gestochen. Ja. Ich finde es mega, das ist eins meiner Lieblingstattoos, so ist richtig, richtig nice geworden. Wie viel Prozent der Anfragen sind Blumentattoos? Das hat natürlich, glaube ich, auch immer zu tun, wie viel das auf Social Media präsent ist am Ende des Tages. Aber es ist schon immer ein sehr, sehr stabiler Prozentsatz an aller Anfragen Blumentattoos, safe. Voll. Aber dadurch, dass wir auch zum Beispiel verschiedene Artists haben, wie vorher erwähnt, ob es jetzt Mary ist, ob es unsere anderen Blumenartists sind, hast du auch immer noch mal so einen anderen Style drin. Jeder bringt eine persönliche Handschrift mit rein. Ja. Ich liebe das auch als Künstler, so obwohl wir alle irgendwo Blumen stechen, so du siehst immer halt diesen Unterschied, was AJ gesagt hat. Und ich mag das auch, dass man sich innerhalb dieses einen Bereiches trotzdem so kreativ austoben kann und so seine eigene Handschrift mit reinbringen kann. Ich liebe das daran. Welche Stelle ist gut für Blumentattoos? Boah, ich finde, eigentlich sind mit Blumentattoos so gar keine Grenzen gesetzt für Stelle, oder? Dadurch, dass du es ja immer anpassen Ja, kannst. gerade deswegen ist es eigentlich perfekt. Also auch so Stellen, wo man normalerweise eher abgeht, so Rippen oder so, wo sich verzieht, wo man vielleicht nichts Geometrisches hinmachen sollte. Dafür sind Blumen dann wieder okay, weil die halt nicht so statisch sind. So. Was du ja auch relativ oft machst und was ich auch sehr viel sehe, ist so ein bisschen Scar-Cover mit Blumen. Also gerade wenn du so Narben an den Armen hast oder auch bei Frauen viel, entweder von der Schwangerschaft noch irgendwie mit Blumen überdecken. Oder ich habe auch bei Menschen schon gesehen, die haben dann hier so eine Blinddarmnarbe noch Ja. und dann mit Blumen überdeckt. Also dafür eignet es sich auch. Natürlich, du kannst es nicht komplett covern, ne? Ja, Aber davon ein bisschen ablenken. funktioniert gut. Blumen sind perfekt dafür. Erstmal klein anfangen oder direkt groß? Ganzer Körper direkt. Ja, am besten gleich ganzer Arm. So, die meisten Leute tatsächlich, die bei mir sind und sich als erstes Tattoo eine Blume stechen lassen, die kommen alle wieder und bauen da dann wieder an. Was ich halt auch richtig nice finde, ist, wenn du so ein Gesamtkonzept hast. Also wenn jemand sagt, ich will nur Blumen haben und dann geht es zum Beispiel, so fängt es beim Schenkel an, geht so ein bisschen am Oberkörper entlang, vielleicht noch auf den Arm weiter. Ja. Wenn man vorher schon so einen Plan dazu hat, sehr, sehr nice. Kann man aber auch on the go machen. Klar. Und dann gehst du zu Mary zum Beispiel, sie passt das an und überlegt dann, okay, wie bauen wir da jetzt noch weiter an? Was war so das größte Blumenmotiv, das du bis jetzt gestochen hast? Boah, ich denke, meistens sind es eben diese Hip-Pieces, weil die sind halt schon so groß und manchmal wollen die Leute dann noch so Richtung Rippe gehen oder tatsächlich noch mehr Richtung Oberschenkel. Ich denke, sowas, Sehr ja. nice. Ja. Sind auch Blätter und Zweige Blumentattoos? Ja, klar, ich finde schon. Also, ich meine, bei jedem Blumentatattoo hast du ja meistens auch diese Blätter dabei oder so ein Zweig, der mal weggeht. Das ist alles eigentlich Ich dasselbe. finde es auch richtig nice, wenn jemand einfach nur so einen Blätterzweig hat oder so. Ja. Ah, ja, guck ja, mal. Ja. Piu, piu, piu. Wupp, wupp, wupp. Blumentattoos, dann. Mein Kaffee Sehr ist leider schön. leer. Leute, und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir ein weiteres Tattoo-Thema besprechen. Bis dahin bitte liken, abonnieren und kommentieren und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tattoo-Wissen mit AJ und Mary. Piu, piu, piu. Tschüss.